Ja, Frame Drums ist der englische Begriff für Rahmentrommeln und eigentlich kommt der Name daher ganz simpel. Es sind Instrumente, die einen Rahmen haben. Man merkt, die Höhe von der Trommel ist kleiner als der Radius. Das ist die Definition von Frame Drums oder Rahmentrommel. Das heißt, lediglich die Maße bestimmen den Namen. Das ist ein Begriff, der einfach die Instrumentengattung beschreibt. Das heißt, Rahmentrommeln können auch zum Beispiel so aussehen, dass sie Schellen haben. Ja, auch das ist eine Frame Drum oder eine Rahmentrommel. Wie ihr seht, ist sie auch genauso flach und die kann man auch zum Beispiel zu Hause an der Wand aufhängen. Und dann können sie auch zum Beispiel so Schnarrsaiten haben, wie ihr vielleicht gehört habt. Und man kann eben die Trommel zum Beispiel auf dem Bein spielen oder auf der Hand in dieser Position. Das heißt, die Definition oder der Name sagt erstmal nichts aus, wie man das Instrument hält und wie man sie spielt. Und es gibt weltweit schätzungsweise über 200 Arten von Rahmentrommeln. Also das ist eine Menge und verschiedensten Kulturen in Südamerika angefangen, sage ich mal. Auch da zum Beispiel die bekanntesten sind die brasilianischen Pandeiros oder die Tamborime, die man mit einem Stock spielt. Übrigens, auch das ist nicht ausschlaggebend für eine Rahmentrommel, dass es rund sein muss. Es gibt auch eckige Rahmentrommeln. Und genau, so sind die Rahmentrommeln verbreitet eigentlich über alle Kontinente. In manchen Kulturen allerdings werden sie mehr gespielt, sie werden mehr im musikalischen Kontext gebraucht und haben sich auch noch stärker, sage ich mal, in der Spieltechnik auch entwickeln können und sind eben auch zentrale Percussion-Instrumente. In manchen Kulturen sind das eher beiläufige Percussion-Instrumente, die zwar auch existieren, aber keine Hauptrolle spielen. Und ich selber habe mich spezialisiert auf Frame Drums oder Rahmentrommeln, die man eben mit Fingern oder Händen spielen kann und die vor allem auch aus dem, sage ich mal, eher so Nahen Osten, Vorder Orient, aus diesem Kulturkreis stammen und habe mich sehr lange auch mit diesen Rhythmen zum Beispiel auch beschäftigt, mit Schlagtechniken aus der türkischen Musik. Allerdings das, was heute gespielt wird, sage ich mal, ist eine ganz, ganz moderne Art, eine Weiterentwicklung im Grunde der Stil, der eigentlich traditionell gar nicht existiert hatte und heute eigentlich eine ganz neue Tradition bildet. Und übrigens, der das Ganze, sage ich mal, ins Rollen gebracht hat vor über 30 Jahren mittlerweile, das ist Glenn Velez. Er hat diese Frame Drums, sage ich mal, diese Art hat er, ich sag mal, revolutioniert. Spieltechniken hat er neue erfunden. Er hat Schlagzeug Paradiddle genommen vom Drumset, hat die einfach versucht zu übertragen. Und was er auch gemacht hat, ist verschiedene Stilistiken, verschiedene Hand- und Fingersätze, Fingerkombinationen, Techniken, zum Beispiel aus der indischen Musik, aus der italienischen Musik, irische Musik, Aserbaidschan, diese zentralasiatischen Fingertechniken, die dort besonders ausgefeilt sind, die hat er alles kombiniert. Er hat diese Techniken gelernt und hat das im Grunde auf das eine Instrument projiziert, dadurch eine absolute neue Sichtweise auf das Instrument auch geschaffen und so auch das Instrument entsprechend klanglich, wie gesagt, revolutioniert. Und das, was heute gängigerweise unter Frame Drums bezeichnet wird, ist diese Rahmentrommel, die man entweder auf dem Bein spielt oder in der Hand. Das ist quasi ein Begriff, der ein bisschen diese Spielweise wiedergibt. Ja, vielleicht noch ein paar Sachen. Das Instrument, das kann man auch
mit einem Stimmschlüssel zum Beispiel stimmen. Es gibt die Möglichkeit, diese Trommeln, das ist auch eine moderne Entwicklung übrigens, also relativ modern im Vergleich dazu, dass das Instrument mehrere tausend Jahre alt ist und tatsächlich in alten Kulturen auch existiert hat und ein rituelles und spirituelles Instrument war und immer noch ist. Jedenfalls dieses Instrument kann man heutzutage mit diesem Imbusschlüssel häufig, kann man hier stimmen. Das heißt entweder tonal auf einen exakten Ton. Diese Trommeln haben auch einen entsprechenden Umfang, je nachdem welche Größe sie haben. Es gibt auch höhere Rahmentrommeln oder noch kleinere. Ist der Tonraum entsprechend fast eine Oktave sogar, die man hoch oder runter stimmen kann. Aber man muss sie nicht unbedingt tonal stimmen. Wenn man sagt, ich spiele alleine für mich, nicht mit Melodieinstrumenten, kann man die Instrumente auch einfach hoch oder tiefer stimmen, je nachdem, wie auch die Wetterlage ist, weil die Instrumente natürlich wetterbedingt auch nach oben gehen, wenn die Spannung steigt. Oder umgekehrt, sie verlieren an Spannung durch Feuchtigkeit, dann kann man sie eben hochstimmen. Und dann gibt es modernere oder andere Stimmtechniken, auch mit einem Luftpumpensystem zum Beispiel oder ganz neu mit einem Schraubsystem an der Seite. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Trommeln zu stimmen. Und ganz ursprünglich wurden sie am Feuer gestimmt. Das heißt, man hat vor dem Konzert oder vor einer Aufführung oder auf einer Hochzeitsfeier, wie auch immer, hat man ein Feuer gemacht. Und dann gab es immer 2, 3 Trommeln, das heißt, die eine wurde aufgewärmt und dann quasi spielbereit. In der Zwischenzeit wurde die andere aufgewärmt und man hat die Trommel ausgewechselt, wenn die andere wieder tiefer wurde. Ja, so hat man sich eigentlich gut zu helfen gewusst. Und genau, das ist alles, wie gesagt, zu diesem Thema moderne Spielweise der Frame Drums.